Hi, ich bin Jan und das ist David und ich zeige euch heute unser neues Zuhause. Hebt mal kurz. Unser Fahrzeug ist ein Pinzgauer der Marke Steyr Puch, Baujahr 1974 und in Österreich hergestellt, und ich habe es mir extra für unsere Weltreise geholt. Zuallererst zeige ich euch mal, wie es vorne aussieht. Also, hier haben wir den Fahrersitz und Beifahrersitz, ganz klar. Ersatz, Werkzeug, Erste Hilfe, ganz wichtig, Öl, Krimskrams. Hier haben wir unseren Schaltknüppel, 5-Gang-Getriebe, hier haben wir die Handbremse, unser Allrad, Zuschaltung, Hinterachse Differential, Vorderachse Differential. So, nochmal kurz hinter dem Beifahrersitz. Hier haben wir noch Platz für Stauraum und unseren Feuerlöscher, ganz wichtig. In der Mitte haben wir hier unsere Motorabdeckung. Hier haben wir eine Serviceklappe, die wir öffnen können. Hier genau in der Mitte befindet sich der Motor. Das ist ein 4-Zylinder Benziner, knapp 100 PS. So, das Allerwichtigste ist natürlich das Lenkrad. Um den Motor zu starten, haben wir hier unseren Schlüssel und Zündschloss. Hier haben wir einmal Taglicht und Nachtlicht. Zündung. Funktioniert einwandfrei. Unsere Sicherungen, unsere Tankanzeige und unsere kmh-Anzeige. Hier ist unser Scheibenwischer, Motor, über hier diesen Knopf bedienbar. Geht natürlich nur mit Zündung, aber ich will jetzt auch nicht die Scheibenwischer kaputt machen. Hier haben wir unsere Lüftung. Nur mit Licht. Zu der Lüftung gibt es hier einmal 2 Hebel, einmal Warmluft und einmal Kaltluft. Sehr zuverlässig, funktioniert einwandfrei. Hier ist unser Spritzwasser. Sehr zuverlässig? Sehr zuverlässig, haben wir noch nie gebraucht. Und dann haben wir natürlich hier vorne unsere Lampen liegen, die mit Solar laden. Ganz praktisch, die uns dann abends immer, wenn wir kochen oder unser Dachzelt aufbauen, einfach alles ausleuchten. Ja, perfekt. Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen, und zwar hier haben wir neben unserem 5-Gang-Getriebe unsere Geländeuntersetzung. Das ist ein Hebel, der das Getriebe nochmal unterteilt, sodass ich hier nochmal die gleichen Gänge habe, aber einmal untersetzt. Das heißt, ist es im Gelände viel einfacher damit zu fahren, weil die Übersetzung kleiner ist. Somit kann man dann ein bisschen entspannter im Gelände sich bewegen. Hier haben wir unsere Kupplung, Gas und Bremse. Einmal Außenspiegel, zweimal Außenspiegel und den Mitfahrer. Es braucht nicht mehr, es gibt nur das. Die geilste Funktion ist eigentlich hier dieses Ding, weil hier die Kamera immer platziert wird während der Fahrt und wir dann uns filmen können. Ich würde sagen, ab nach hinten. Wir haben den Eingang hinten mit 2 Luken geteilt. War nicht einfach zu bauen. Okay. Und unsere Luke dient gleichzeitig als Treppe zum Einsteigen. Hier haben wir einmal unser Schuhfach, wo unsere Schuhe drin geparkt sind und anderer Krimskrams. Hier befindet sich unser Kleiderschrank, relativ voll mit Jacken und Pullis. Dahinter haben wir noch einen Sicherungskasten. Da ist die Ukulele drin, vorsichtig. Hier haben wir noch einen Sicherungskasten für den Fall, dass wir von außen Strom beziehen. Die Steckdose dafür zeige ich euch auch gleich, dann haben wir das Thema erledigt. Die ist hier außen mit Magnetverschluss. Achso, wollten wir nicht eigentlich zuerst aufs Dach gehen? Ja, wollten wir. Dann haben wir hier einmal 4 zusätzliche Ersatztanks, falls wir mal ins Gelände fahren und dann längere Zeit keine Tankstelle kommt. Werfen wir mal einen Blick nach innen. So sieht's aus, wenn wir unterwegs sind. Alles ist schön verstaut. Hier haben wir einmal Sitzbänke. Und hier in dem ersten Fach ist Kleidung von mir. Im zweiten Fach ist Kleidung von David. Und hier vorne haben wir Laptops drin und Papierzeug.
Hier haben wir mehrere Haken, um Rucksäcke aufzuhängen oder Klamotten. Dann gehen wir einmal direkt nach vorne. Hier ist unser Kühlschrank. Sehr zuverlässig. Der steht da in der Mitte, weil er da gut steht und von vorne vor allem erreichbar ist. Während der Fahrt kann man sich mal kurz was rausholen. Kleinigkeit zum Snacken oder zum Trinken. Hier vorne haben wir einen Wasserkanister. Den hatten wir ursprünglich mal unten drin. Aber dadurch, dass man einfach oft an das Wasser muss, haben wir den nach oben gebracht. So, dann haben wir hier den Clownskopf vom David, der hat nirgendwo reingepasst, deswegen steht er auch dort. Hier, da haben wir direkt das Einrad auch geparkt. Und dahinter befindet sich eine große Luke, die ist mit 2 Riegeln gesichert. Ich werde die jetzt als erstes mal öffnen. Sicher, dass der Riegel offen ist. Ja. Momentchen mal. Jetzt. Ich dachte, ich hätte den hochgemacht. Jetzt? Ja. Alter, mein grauer Pulli. Geil! Yes! Wuhu! Oh, nice! Okay. Die Luke machen wir eigentlich nur auf, wenn wir echt lange stehen. Aber es ist ein mega Vorteil, wenn man einfach Platz hat, um Sachen ein- und auszuladen. Vor allem, es ist einfach gut, wenn man eine große Klappe hat. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter direkt an die Küche. Gucken wir einmal von außen rein und dann gehen wir noch mal kurz nach innen. Die Küchenklappe ist von innen mit 2 Riegeln gesichert. Die muss man am Anfang lösen und dann geht es mit einem minimalen Widerstand auf. Hier haben wir unsere Arbeitsfläche gleichzeitig, unsere Kocher, Geschirr, ein paar Lebensmittel. Jetzt gehen wir kurz nach innen. Oh. Der Vorteil ist, lässt sich von innen wie außen bedienen. Wir kommen von beiden Seiten ran und können auch, wenn es richtig regnet, einfach hier drin arbeiten und kochen. Ja, das haben wir schon ein paar Mal ausgenutzt. Hier direkt darüber haben wir nochmal Lebensmittel, Werkzeug und Krimskrams, alles wirklich, was man braucht. Da hinten verbirgt sich noch eine Schaufel. Hier oben haben wir Sachen, die wir draußen brauchen, wie zum Beispiel einfach Sachen, die man draußen braucht und nicht so oft in der Hand hat. Hier haben wir noch die Ziehharmonika von David, 2 Schlafsäcke, hier verstecken sich noch 2 Isomatten. Noch eine Sache, nämlich den perfekt passenden Karton, den haben wir zu Hause mitgenommen. Hat einfach reingepasst und seitdem ist er da drin. Da sind Hängematten drin, da ist unsere Markise drin, die wir aus Zeltstoff selber gebastelt haben. Unsere Kopfkissen. Und noch ganz viele andere Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, dass sie drin sind. Die werden wir erst wieder in Stuttgart auspacken. Unter dem Boden, auf dem wir gerade sind, unter dem Teppich, haben wir 3 große Bretter. Unter denen verbirgt sich hier vorne einmal 4 Kisten mit Ersatzteilen und Reparaturzubehör für den Pinzgauer. Direkt dahinter ist der Ersatzreifen. Im Anschluss ist ein Kanister, der andere ist hier. Und jetzt mittlerweile mein einer Rucksack mit unseren Winterklamotten, den wir gerade nicht brauchen. Und vorne eben die Zusatzbatterien von der Solaranlage. Wir können, wenn wir die Möglichkeit haben, nicht im Dachzelt zu schlafen, im Auto schlafen. Und zwar muss es dann nicht so sein, dass einer hier unten seine 80 cm hat und der andere oben 40, sondern wir haben die Möglichkeit eben hier. Man kann die hier ganz einfach ranklemmen, den hier vorne einlegen, wenn das Einrad nicht da ist, und ebenfalls ranklemmen. Und dann nehmen wir die Bodenbretter, legen die hier auf und haben dann hier eine plane Fläche von 1,20 in der Breite. Und dann hat jeder seine 60 cm, um zu schlafen. Und das haben wir schon erprobt und es funktioniert sehr gut. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie machen die Jungs das mit dem Kühlschrank? Und vor allem mit ihren Handys und ihren Kameras und ihrer Drohne. Das ist ganz einfach. Wir haben 2 dicke Solarpaneele auf dem Dach und die will ich euch jetzt erstmal zeigen. Jetzt haben wir uns voll das Drehbuch vorher geschrieben und jetzt haben wir überhaupt nichts davon gemacht. Mega doof. Redlich bemüht. Egal, wir machen jetzt einfach weiter. Das denken wir dann im Video schon irgendwie hin. Ja. Du mal. Die Leiter. Die Leiter. Solarpaneele.
So, also wir sehen hier zwei Solarpaneelen. Die haben wir auf dem Dach fest montiert. Die gehen nicht weg. Die sind einmal, haben wir hier die schwarzen Halterungen. Die schwarzen Halterungen wurden an das Dach geklebt. Da wir ein Riffelblechdach haben, mussten wir die Riffel flach schleifen mit der Flex. Und das sieht man hier noch, dass wir eine ebene Fläche haben. Und dann haben wir mit ordentlich Kleber die hier drauf befestigt. Jetzt sind die einfach hier jeweils pro Seite, pro Paneele mit 5 Schrauben befestigt. So, einmal die technischen Daten. Das ist der Typ MTSM 160 MC mit einer Leistung von 160 Watt. Sprich, wir haben zusammen 320 Watt. Die Solarpaneele versorgen 2 externe Autobatterien, die wiederum speisen unseren Kühlschrank, Kompressorkühlschrank. Und je nachdem, was wir einstecken, Handys, Kameras oder sogar Laptop. Übrigens, ich stand die ganze Zeit auf unseren Sandblechen. Unsere gängige Methode, hier hochzukommen. Das ist unsere Dachbox und die lässt sich von vorne öffnen. Also gehen wir nach vorne. So, eigentlich braucht man die leider gar nicht. Wir können einfach auf unsere Stoßstange stehen. Aber wenn man sie schon draußen hat, kann man sie auch benutzen. So, hier sehen wir unser ganzes Zirkusmaterial, was wir dabei haben. Und nebenbei noch anderes Krimskrams, wie zum Beispiel dicke Seile oder so. Ja, und ein Einrad ist auch drin. Ein paar Teller, ein paar Clownsnasen, noch mehr Clownsnasen, Hula-Hoop-Reifen, Jonglierbälle, Keulen, noch mehr Keulen, Diabolos, Rollabola, Springseile, kleine Ringe, große Ringe, noch Jonglierringe. Heißt aber auch, die Karre ist ziemlich kopflastig. Das ist ein Problem tatsächlich im Gelände. Wir sind sehr kopflastig. Und man merkt es beim Lenken, bevor die Dachbox drauf war, oder als sie noch leer war, ging es viel einfacher zu lenken. Jetzt ist es natürlich schwieriger. Aber das haben wir bis jetzt immer gut gemeistert. Wir sind noch nicht umgekippt. Toi, toi, toi. Klopf auf Holz. Wo ist Holz? Hier. Da drunter ist Holz. Apropos Dachzelt. Das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Kann ich den Satz nochmal sagen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. So. Apropos Dachzelt. Das schauen wir uns jetzt erstmal genauer an. Können wir kurz eine Szene zwischenschieben? Das ist spannend. Und zwar zwecks der Serviceklappen, Tank. Das passt so. Let's go. Also hier haben wir unsere Sandbleche. Die sind gesichert mit 2 Schlössern. Ja, und dann haben wir... Die sind einfach hier gesichert und lassen sich dann ziemlich handlich rausnehmen. Funktionieren auch als Tisch sehr gut. So, weiter geht's mit diesen 2 Klappen hier. Hier haben wir einmal die 2 Batterien vom Pinzgauer drin. Das ist ein ehemaliges Militärfahrzeug, deswegen läuft das Ganze mit 24 Volt. Oh, die Farbe! Oh, die Farbe macht sich hier echt... Oh. Jobst raus. Okay. Ja, hier haben wir die 2 Batterien mit einem Gurt gesichert, dass sie im Gelände nicht durch die Gegend eiern und die Pole aneinander kommen und es dann einmal durchbutzelt. Hier haben wir noch 2 zusätzliche Kabel. Da haben wir nämlich die Möglichkeit, die anzustecken und dann während der Fahrt die Batterie zu laden. Aber das haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht, weil die Paneele einfach super gut ist. Hier haben wir ganz viele Sachen drin, die wir brauchen. Ich will das jetzt nicht alles rausholen. Hier haben wir 2 Abschleppgurten, Radkreuz. Einmal unser originales Warndreieck, Wagenheber und diverse Schmierfette, Öle, Pipapo. Den Tank und mit Ersatzkanister, das ist schon was. Okay. Das ist schon legendary auf jeden Fall. Okay, let's go. Hier haben wir unseren Tankeinfüllstutzen. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Er ist auf jeden Fall mit dem Schloss gesichert, dass uns da keiner was klauen kann oder eben reinfüllen kann. Dadurch, dass es ein alter Motor ist, müssen wir immer zu dem normalen Benzin, das bleifrei ist, Blei dazu kippen, weil er ist sonst eben überhitzt innen drin und dann geht der Motor kaputt. Deswegen haben wir immer griffbereit etwas Bleiersatz. Haben wir ein bisschen auf Vorrat mitgenommen, dass wir immer dazu kippen. 1:10. Hier ist unser Tank. Um die 60-65 Liter Füllung passt da rein. Hier haben wir nochmal einen Zusatzkanister mit 20 Liter, den wir auch regelmäßig nutzen. Neben den 4 da hinten. Ja.
David. Mustafa. Hi, Jan. Arazi, David. Yeah, we Later. sleep here and now we drive away. Die haben uns voll zugeparkt, guck mal. Wir können nicht mehr raus. Wir können nicht mehr raus. Das ist deren Gelände hier. Ziemlich krass, dass die gerade so entspannt einfach das angenommen haben, dass wir hier einfach auf ihrem Grundstück stehen und hier campen. Die wollten uns gerade vor allem einladen. Ja, wir wollen jetzt die Aufnahme machen mit dem Dachzelt. Ratzfatz und dann hauen wir ab. Aufnahme läuft. Plane runter. Hier. Die hängen wir meistens hier drüber. Selbstgemachte Verlängerung noch. Original. Der ist zu kurz gewesen. Fertig ist das Bett. Wieso? Wir haben hier 2 Fenster. Und dann wird noch unser Fliegengitter montiert. Und jetzt haben wir hier unser Bett. Safe. Keine Angst vor Stechmücken. Das ist sehr komfortabel und ich liege auf der Seite und der David liegt auf der Seite. Jeder hat seine Seite. So, der Meister auch zurück mit Frank. Ich würde noch einmal in die Richtung fliegen und dann von da hier so drüber. Ach übrigens, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Der sieht so aus, der Daumen. Ihr könnt auch beide hochnehmen, aber man sieht nur einen. Schreibt in die Comments, was euch fehlt, was ihr noch braucht und was ihr wissen wollt.